Mein Name ist Daniel Werner, ich bin 34 Jahre alt, komme aus Nordrhein-Westfalen, aus einem kleinen Dorf namens Herzogenrath. Stationiert bin ich in Augustdorf bei den Panzergrenadieren. Ich lebe zu Hause alleine mit meinem Hund. Ich bin seit 2013 bei der Bundeswehr, hatte meinen zivilen Job da gekündigt und habe gesagt, war immer schon ein Traum von mir, zur Bundeswehr zu gehen. Bin dann 2013 dahin, habe meine Grundausbildung in Rothenburg-Würme gemacht und bin danach an meinen jetzigen Standort nach Augustdorf gekommen, zu den Panzergrenadieren. Dort als Kraftfahrer, Schützenpanzer, Marder und halt die Einsatzfahrzeuge Dingo, Igel, LKW und bin momentan beim MBF angegliedert als Unterstützungspersonal. Meine Hobbys sind ganz klar auf Platz 1 der Schützenverein. Da bin ich im geschäftsführenden Vorstand auch über die PTBS-Anfänge hinaus, wo ich halt auch sagen muss, was mir halt auch wirklich sehr geholfen hat, auch gerade über die schwere Zeit hinweg, da den Rückhalt auch zu haben vom Verein, von dem Vorstand und halt wirklich auch eine sinnvolle Aufgabe, die mich halt auch immer vom Sofa hochgeholt hat, auch an den schlechten Tagen. Ja, sonst habe ich einen großen Gemüsegarten, wo ich mein ganzes Gemüse selber anbaue, Hühner, schraube nebenbei ein bisschen an meinen alten Autos und ja, Musik, querbeet, viel WDR 4 und dann aber wirklich eigentlich quer durch die Bank. Ja, ich war 2018 in Afghanistan im Einsatz. Ein paar Monate nach der Rückkehr fing das an mit Panikattacken, wo ich damals halt noch nicht wusste, dass es Panikattacken sind. Darauf eine lange Zeit mit Krankenhausaufenthalten, viele Ärzte, da wurde geguckt, ist es der Rücken, ist es irgendwas anderes. Alles ohne Ergebnis, bis ich dann irgendwann zu einer Psychologin hin bin. Und ja, die mich dann halt so ein bisschen darauf gebracht hat, dass es halt Panikattacken sind und wir dann halt langsam angefangen haben, in die Richtung auch zu behandeln. Und dadurch bin ich dann halt auch in diese Sporttherapie mit reingerutscht, hatte ich durch meine Truppenärztin von gehört. Und das hat mir riesig geholfen, weil gerade die anderen kennenlernen, die halt die gleichen Probleme haben und vor allen Dingen auch der Sport, der wirklich als Ausgleich sehr gut dafür hilft. Gerade wenn man mal einen schlechten Tag hat und sich richtig auspowert, geht es einem halt auch wieder gut. Dann kommen wieder diese Glücksgefühle hoch und man fühlt sich halt einfach gut und beweist sich halt auch dadurch selber, dass man halt wirklich noch was kann und auch noch in einer gewisser Art und Weise leistungsfähig ist. Also mit den Panikattacken, das war das erste Mal, da war bei uns im Dorf Kirmes, bin ich dann abends hin, war schon so ein bisschen Dämmerung, dann die ganzen Lampen und mit einmal war ich schlagartig schweißgebadet, das Herz am Rasen und ich wusste gar nicht, was los war. Ich dachte, vielleicht einen schlechten Tag, bin dann wieder nach Hause. Dann war auch erst wieder alles gut, bis dann bei uns das Schützenfest kam. Und da habe ich dann in der Vorbereitung schon gemerkt, dass ich halt so eine innere Unruhe die ganze Zeit hatte und das halt immer schlimmer wurde. Und dadurch kam ich dann halt auch, ja, bin dann halt nicht mehr ganz so viel losgegangen. Wie gesagt, bin dann halt auch ins Krankenhaus, weil ich gedacht habe, oh, das Herz macht irgendwas oder ich wusste halt gar nicht, mit den Gefühlen halt umzugehen. Und ja, meine Bekannten haben auch immer gefragt, was ist denn los mit dir? Du ziehst dich immer weiter, ziehst dich zurück so ein bisschen und so, was mir selber aber auch zu dem Zeitpunkt halt überhaupt nicht aufgefallen ist. Klar bin ich hier und da mal nicht mehr hingegangen, aber nach dem Einsatz war halt eh alles anders. Man muss sich halt eh nach der Zeit wieder erstmal reinfinden in das normale zivile Leben und alles. Ja, ich habe ganz viele Sachen halt nicht mehr gemacht. Ich hatte dann auf dem Weg zur Arbeit auf der Autobahn Panikattacken zweimal, was wirklich sehr hart war, weil ne, dann fährt man, merkt man, es kommt, dann quält man sich noch bis auf den letzten Rastplatz und dann denkt man so, boah, Kacke, was mache ich jetzt, wie komme ich hier weg und quält sich dann weiter bis nach Hause in eine Kaserne. Das war schon hart. Dadurch hat man sich natürlich entfernungsmäßig immer mehr eingeschränkt. Man ist halt nirgendswo weit mehr weggefahren. Beispiel ist halt heute. Heute ist das erste Mal, dass ich wirklich seitdem wieder so eine weite Strecke auch alleine Auto gefahren bin. Auch wenn es nur 200 Kilometer sind, aber das ist halt für mich schon wirklich eine große Herausforderung gewesen. Und
Das wäre vor 2 Jahren oder so noch nicht möglich gewesen. Ja, auf jeden Fall. Ich habe halt wirklich gelernt, mit den Sachen halt umzugehen, mich da halt nicht mehr so reinzusteigern, kurz in mich reinzuhören. Was ist es jetzt? Ist es, ne? Und dann stellt sich halt meistens schon von selber raus, dass es halt wirklich vom Kopf kommt und man kennt ja die Symptome und bleibt dann halt auch wirklich ruhiger dadurch. Dann hat man noch die Atemtechniken, die man erlernt hat, wo man dann halt wirklich runterfährt oder man setzt sich halt eben kurz Kopfhörer auf und macht so eine kurze Meditation. Auch im Auto geht das halt auch echt gut, wo man dann halt wirklich gut wieder runterkommt. Oder steigt halt aus und macht dann halt einen kleinen Spaziergang. Ja, in der Therapie habe ich gelernt, durch Skills wie zum Beispiel Atemtechnik, Meditation, halt mit diesen Sachen umzugehen. Ja, so ein bisschen den Stress abzubauen, so kurz in mich zu hören, was ist es? Ist es jetzt wirklich was Gefährliches oder ist es einfach nur die Psyche? Weil so lange mit nach den Jahren kennt man jetzt halt auch die Symptome ganz gut. Also ein Trigger ist bei mir zum Beispiel Krankenwagen. Wenn ich einen Krankenwagen höre, dann ist das bei mir wie so ein kleiner Adrenalinstoß, der halt auch durch den Körper geht. Manchmal auch so ein Pfeifen kann es halt auch sein, dass wirklich so ein, wenn ich irgendwas pfeifen höre, dass dann wirklich auch so ein Zucken, Sirene generell, das ist schon echt ein großer Trigger von mir. Bei den Invictus Games sind meine Sportarten Bogenschießen, Kugelstoßen, Diskuswerfen, Schwimmen, weil es mein Hassthema ist und ich wirklich kein guter Schwimmer bin, und Sitzvolleyball als Mannschaftssportart. Ich bin im ersten Trainingslager da reingegangen und habe gesagt, Schwimmen auf gar keinen Fall. Dann habe ich gesagt, komm, probieren muss man ja alles einmal. Und dann habe ich halt auch gemerkt, dass dadurch, dass ich das halt wirklich nicht gut kann, halt auch besonders viele Fortschritte machen kann. Und das zeigt halt so ein bisschen meinen Weg oder den Weg generell zurück ins Leben, weil man muss sich halt den Sachen stellen. Wenn man sich den Schwierigkeiten und Triggern halt nicht stellt, kommt man halt auch nie aus dieser Sache raus. Also in meinem Freundeskreis haben viele das erst gar nicht gewusst, wo ich das dann irgendwann gesagt habe, zum Beispiel, wenn wir irgendwo hingegangen sind oder so, diese Anspannung, die halt dauerhaft da war, irgendwas Neues, viele Leute, ähm, wo ich denen dann halt gesagt habe, hier, ich habe ein Problem, ich kann das überhaupt nicht gut, ich habe da Panikattacken und das ist echt anstrengend für mich, haben die gesagt, wie, das sieht man dir ja gar nicht an. Ich so, ja, ich so, es ist trotzdem da. Man versucht das natürlich allen gegenüber so ein bisschen zu verblenden, dass es halt nicht jeder sieht, aber innerlich sind gerade viele Kleinigkeiten, auch so Einkaufen und so, halt riesige Schwierigkeiten gewesen am Anfang. Für meine Zukunft wünsche ich mir, dass das Thema Einsatzveteran in Deutschland größeren Anklang findet und sich da in dieser Hinblick viel tut. Nicht nur in Sachen körperliche Behinderung und Einschränkung, sondern gerade das Psychische ist in Deutschland echt ein großes Tabuthema, was mir selber auch sehr viel Kraft gekostet hat, mich da im Bekannten- und Freundeskreis wirklich zu outen und zu sagen, ich habe da ein Problem und ich muss mir auch Hilfe holen.